Amen. Amen. Our question Unsere Frage lautet, is that the questioner says he's still not clear why the priests are the 144,000. der Fragesteller sagt, mir ist es immer noch nicht klar, warum die Priester die 144.000 sind. So, yesterday, Sister Swellen gave a brief explanation of why she saw that they're the same group. Gestern hat Suellen einen kurzen Überblick gegeben, warum sie glaubt, dass sie die gleiche Gruppe sind. She spoke about the priests Sie sprach über die Priester, going up to 2021, die bis zum Jahr 2021 existieren. and then she connected that experience Und dann hat sie diese Erfahrung to the standing up of the 144,000 at the close of probation. mit dem Aufstehen oder Bestehen der 144.000 zur Zeit der Trübsal verbunden. And what I did Was ich nun gemacht habe, was took us to Daniel chapter 12, verse 13 and 12 and verse 9, was ich gemacht habe, war, dass ich euch zu Daniel 12, Vers 13 und Vers 9 geführt habe. and rather than talk about the standing that she referred to, Und anstelle über das Bestehen oder Aufstehen zu reden, auf das sie sich bezog, I took the standing up of Daniel, habe ich hier dieses Aufstehen von Daniel herangezogen. and hopefully to everybody's satisfaction, we demonstrated that his standing up was at the time of the end. Und ich hoffe, dass zur Befriedigung aller sein Aufstehen zur Zeit des Endes stattfindet. So the standing up of Daniel Das Aufstehen von Daniel would be at the time of the end, wäre am Zeit des Endes. and people said that was us, Und Leute haben gesagt, dass das wir sind, this movement, diese Bewegung, because it's quite clear that that's what this movement has been doing. weil es ist sehr klar und deutlich, dass das ist, was diese Bewegung getan hat. For a person to have a proper understanding of Daniel 11, verse 40, Damit eine Person ein gutes Verständnis von Daniel 11, Vers 40 haben kann, the battle between the king of the north and the king of the south, ein Verständnis zwischen dem König von der Schlacht zwischen dem König des Nordens und König des Südens, they need to have an understanding of the whole chapter of Daniel 11. brauchen sie ein komplettes Verständnis oder sie müssen das komplette Kapitel 11 verstehen, um was es da geht. Because verse 40 begins the closing scenes of their struggle. Weil in Vers 40 beginnt es mit den abschließenden Szenen oder Begebenheiten ihres Krieges. And if you go to the beginning of chapter 11, Und ginge man zu dem Anfang von Kapitel 11, the struggle or the story begins with the Medes and Persians. da fängt das Problem oder der Kampf mit den Medern und Persern an. Then it quickly goes to the Grecian Empire. Und dann geht es zügig zum griechischen Reich über. And in Daniel 11, the Grecian Empire is described or symbolized by the north and the south. Und in Daniel 11 wird das griechische Reich beschrieben mit dem Norden und dem Süden. And then Rome is brought to view in the chapter. Und dann tritt Rom auf die Bühne in diesem Kapitel. And Rome obviously takes over Greece. Und Rom übernimmt oder erobert selbstverständlich Griechenland. If we hold on to that thought of Daniel 11, Halten wir diesen Gedanken mal aus Daniel 11. and we switch to Daniel 2. Und jetzt gehen wir zu Daniel 2. So after Greece, Nach Griechenland, which is the belly and thighs of bronze, das sind die Lenden oder die Hüfte aus Bronze. we get Rome, Danach haben wir dann Rom. the legs and feet of iron Die Füße aus Eisen. in Daniel 7. Und in Daniel 7 You get this beast haben wir dieses Tier, that bites and stamps on everything. das alles zermalmt und auf allem alles niedertrampelt. And in Daniel 8, Und in Daniel 8
it's described as what? wird es wie beschrieben? No, not Greece, Also nicht Griechenland, Rome. sondern Rom. In Daniel 8. Es ist ein schreckliches Tier. Nein, ich meine in Daniel 8. Ah, the That little was Daniel horn. 7. Ah, Das war little Daniel horn. 7. So, how does it describe what that little horn is Wie wird nun dieses kleine Horn beschrieben in chapter 8? in Kapitel 8? Anyone? Can you precise your question? Also kannst du deine Frage vielleicht genauer stellen? What's the description it gives for that little horn? Wie sieht die Beschreibung aus, die es für dieses kleine Horn gegeben wird? Begin looking after verse 20. Und man sollte dabei jetzt die Verse betrachten nach Vers 20. Which verse is that? Verse 23. Vers 23. In the latter times, Aber am Ende that's at the end of the Grecian Empire, am Ende des griechischen Reiches, when their cup is full, wenn ihr Glas gefüllt ist oder der Becher voll ist, we're in Daniel chapter 8, verse 23. wir sind in Daniel 8, Vers 23. So I'll come back to verse 23 again. Also ich schaue nochmal in Vers 23. At the end of the Grecian Empire, Am Ende des griechischen Reiches, when their cup is full, wenn ihr Maß oder wenn ihr Glas gefüllt ist, so verse 23, Vers 23, the king of fierce countenance will stand up, wird der, what does fierce countenance mean? angry look. Also der, Countenance means look, fierce means angry. okay, also da wird der König, der böse aussieht, aufstehen. An angry looking king will stand up. Also ein bös aussehender König wird aufstehen. So the angry looking king Und dieser bös aussehende König is whom? ist wer? Sorry? Or which nation? Welche Nation? Vorschlag war ja das kleine Horn. Rome. This is Rome. Es ist Rom. So each chapter, Jedes Kapitel, 2, 7, 8, Kapitel 2, 7 und 8, describes the same story, beschreiben die gleiche Geschichte, but in different ways. aber in unterschiedlicher Art. Chapter 2 gives no information really. Kapitel 2 gibt nicht wirklich irgendwelche Informationen. It's just a list that's in order. Es ist lediglich eine Liste, die sich oder eine gewisse Reihenfolge. Chapter 7 Kapitel 7 tells you how the fourth kingdom, Rome, actually destroys. Kapitel 7 beschreibt, wie das vierte Königreich Rom erobert oder wie es andere zerstört. Teeth and feet. Mit Zähnen und mit Füßen. We haven't done a study on what teeth and feet mean, Wir haben jetzt nicht studiert, was Zähne und Füße bedeuten, but it has some symbolic significance. aber es hat eine symbolische Bedeutung. And then in chapter 8, Weiter in Kapitel 8 it says, an angry looking king will stand up. heißt es, ein bös aussehender König wird auferstehen. And it tells you he has some characteristics. Und es wird gesagt, dass er einige Charakteristika besitzt. And it gives that in verse 23 and 24 and 25. Und diese werden uns in Versen 23 bis 25 mitgeteilt. So if you come to Daniel 11, Wenn man zu Daniel 11, zu Daniel 11 kommt, Rome is going to rise up da sehen wir, wie Rom aufkommt. and it's going to destroy what nation? Und welche Nation wird es nun zerstören? Have a question? In welchem Vers kommt er auf? So in chapter 11, In Kapitel 11 Rome will rise up, ja, and who will it destroy? Which nation will it destroy? kommt Rom auf und wen wird es nun zerstören? Greece. Griechenland. Okay with that? Okay. But in chapter 11, In Kapitel 11, what does Greece look like? wie sieht denn da Griechenland aus? How is it symbolized? Durch was wird es symbolisiert?
In chapter 8, Kapitel 8 it's described as a goat, of course. wird es als ein Ziegenbock beschrieben. Chapter 8 is described as a goat. In Kapitel 8 wird es als Ziegenbock beschrieben, And then it's also described as a horn. aber auch als Horn. Some of you have pictures in your Bible about that. Ich nehme an, dass vielleicht haben manche von euch Bilder bei euch in der Bibel. Then the horn is broken and 4 horns come up. Weil dann dieses Horn zerbricht nämlich und 4 wachsen da heraus. And that's all you see in Daniel 8. Und das ist alles, was man in Daniel 8 sieht. Chapter 22. Sorry, verse 22. Dann Vers 22. 8:22. Daniel 8, Vers 22. 4 stand up, 4 andere werden aufkommen. which means Greece turns into 4 kingdoms. Das bedeutet, dass Griechenland in 4 Reiche zerfällt. But they won't be as powerful as the first. Aber jedes einzelne wird nicht so mächtig sein wie das erste. Are we okay with verse 22? Stimmen wir mit Vers 22 überein? Greece Griechenland is 1 kingdom. ist ein Königreich Then Greece becomes 4 kingdoms. und danach zerteilt sich Griechenland in 4 Teile. And it also uses the phrase stand up. Und auch hier wird der Ausdruck aufstehen oder aufkommen verwendet. But those 4 kingdoms Aber diese 4 Königreiche, are not as powerful as the singular kingdom that stood before them. sind einzeln nicht so stark wie das Königreich zuvor. Everyone okay with that? Ist das in So Ordnung? if you go to Daniel 11, Gehen wir mal zu Daniel 11. in the first few verses, In den ersten paar Versen, 11:3 in Daniel 11, Vers 3, speaks about that singular kingdom of Greece, da spricht es über dieses eine Königreich von Griechenland. same as Daniel 8 speaks of. Das gleiche, wie es in Daniel 8 berichtet wird. And verse 4, In Vers 4, again, it's using this symbol of standing up. hier wird nochmal dieses Symbol verwendet von Aufkommen oder Aufstehen. When he stands up, Wenn er aufsteht, stand up means what? was bedeutet das Aufstehen? Begins to do his job. Es bedeutet, seine Arbeit zu vollrichten. Verse 4 implies straight away he's going to be broken. Und Vers 4 bringt dich jetzt dahin, oder macht dir jetzt glaubhaft, dass es sofort zerbricht. And then the kingdom shall be divided into 4. Und dann wird das Königreich in 4 zerfallen. But in the way verse 4 describes it, Die Art, wie Vers 4 es jedoch beschreibt, it says the kingdom is scattered to the 4 winds. dort heißt es, dass das Reich zerbricht in alle 4 Himmelsrichtungen. Are we okay with that? Soweit in Ordnung? Chapter 8, chapter 11 say virtually the same thing. Kapitel 8, Kapitel 11 sagen eigentlich so ziemlich das Gleiche. But they describe it in slightly different ways. Aber sie beschreiben es ein bisschen anders. Chapter 8 says not with the same power. Kapitel 8 sagt nicht mit der gleichen Macht. Chapter 11 Und Kapitel 11, says divided to the 4 winds. also Kapitel 8 sagt nicht, die haben am Ende nicht mehr die gleiche Macht, und Kapitel 11 sagt, in 4 Himmelsrichtungen zerteilt. Are you okay with that, Sister Sue Ellen? Good. Then in verse 5, In Vers 5, it says King of the South. da heißt es König des Südens. And in verse 6, speaks about the King of the North. In Vers 6 spricht es über den König des Nordens. Now, this is not a detailed study on history, Das ist jetzt kein detailliertes Studium über die Geschichte, but when you get to verse 5 and verse 6, aber zum Zeitpunkt von Vers 5 und Vers 6, it went from the 4 winds, da ist es, or in chapter 8, the 4 horns. von den 4 Winden, oder in Kapitel 8 die 4 Hörner. Here it is, Hier haben wir the das chart. auf der Karte. Went from 1 horn Es ging von einem Horn to 4 horns. zu 4 Hörnern über. That's the 4 that we're talking about. Das hier sind die 4, über die wir sprechen. It's Greece. Das ist Griechenland. If you go to Daniel 7, it's 4 leopard heads. In Daniel 7 ist es der 4-köpfige Leopard. So you've got these 4,
Wir haben also hier diese 4 Then verse 5 and 6 und Verse 5 und 6 suddenly speak about north and south. spricht es auf einmal über Norden und Süden. So the north and the south, Der Norden und der Süden, which is 2, was nur noch 2 sind, is not described in Daniel 7 or Daniel 8. werden nicht in Daniel 7 oder 8 beschrieben. They're only described in 11. Sie werden nur in Kapitel 11 beschrieben. Any questions on that? Gibt es dazu irgendwelche Fragen? All I'm saying is 11 gives more detail. Alles, was ich nur sage, ist, Kapitel 11 gibt weitere Details. Goes from 1 to 4 to 2. Es geht von 1 zu 4 zu 2. Alexander the Great, Alexander der Große, his 4 generals, seine 4 Generäle, 2 of them die, 2 sterben 2 are left. und 2 bleiben übrig. 1, 4, 2. 1, 4, 2. Any questions on that? Gibt es dazu Fragen? So Greece is now described as being composed of 2 parts, not 4, not 1. Griechenland wird jetzt nun beschrieben, dass es sich jetzt nur noch aus 2 Teilen zusammensetzt, nicht aus 4 und nicht mehr aus einem. Rome, according to Daniel 2, Rom gemäß Daniel 2, the legs of iron, das sind die Beine aus Eisen, will replace Greece. werden Griechenland ersetzen. Chapter 7, Kapitel 7, Rome da haben wir Rom, will stamp upon Greece. das auf Griechenland herumtrampelt. Chapter 8, Kapitel 8, it's the king of fierce countenance. da lesen wir, dass es ein König mit bösartigem Angesicht ist. So then we come to chapter 11. Jetzt Kapitel 11, Sister Shemaine, Shimen. you have Rome Man hat Rom, and you have Greece. du hast Griechenland. What does Greece look like Wie sieht Griechenland denn aus in chapter 11? in Kapitel 11? It gives 3 steps. Es werden 3 Schritte beschrieben. Verse 3, 4, 5, 6. Verse 3, 4, 5 und 6. What are the 3 stages of Greece? Was sind die 3 Stadien von Griechenland? Is it, we have only two general? Meinst du, dass wir nur noch 2 Generäle haben? Give the stages. Dann Okay. gib mir die einzelnen Schritte, Stadien. So one, 1, 4 4 and 2. und 2. 1, Alexander. Alexander the Great. Der eine wäre Alexander der Große, 4, 4 4 general. sind die 4 Generäle 2, King of the North and King of the South. und 2 ist König des Nordens und König des Südens. 2 of the generals die, Yeah. 2 Generäle sterben and 2. 2 are alive. und 2 leben weiter. So it's 1 king, Ein König, 4 generals, 4 Generäle and then 2 General. und dann 2 generals. Yeah. Dann 2 Generäle. Sister Catherine, their names? Kennst du ihre Namen? Ptolemy and Seleucus. Ptolemäus und Seleukus. So you're left with 2 generals. Das sind die 2 übrig gebliebenen Generäle. It's not going to call them generals. Jetzt nennen wir sie nicht mehr Generäle, It's going to call them. Anyone? North und South. Kings. Jetzt nennen wir sie Könige. It's going to call them 2 kings. Wir nennen sie 2 Könige. North and south. Norden und Süden. Who's going to come next? Wer kommt als nächstes? Rome comes next. Als nächstes kommt Rom. So if Rome's going to come next, what must Rome do? Wenn nun Rom als nächstes kommt, was muss Rom tun? Must conquer them. We'll go with conquer. Es muss sie erobern. So when Rome conquers Greece Als nun Rom Griechenland eroberte, in chapter 2, da haben wir in Kapitel 2, just says it replaces it. wird in Kapitel 2 nur erwähnt, dass es ersetzt. In chapter 7, In Kapitel 7 it says it stamps upon Greece. heißt es, dass es auf Griechenland herumtrampelt. In chapter 8, Und in Kapitel 8 it's a king of fierce countenance ist es ein König mit bösartigem Anblick, that waxes great, grows der, great. der groß wächst. Chapter 11,
in Kapitel 11, What does Rome do to Greece? was macht Rom mit Griechenland in Kapitel 11? Sister Shemaine? Amen. Obviously, it's going to destroy it, like you said. Yeah. Ja, es erobert es natürlich. What does it look like Wie sieht das aber aus? in just very basic terms? In sehr grundlegender Ausdrucksform. I don't know. You don't know? So we'll walk through it slowly. Also wir gehen da langsam durch. Greece looks like what? Griechenland sieht wie aus? Kings, chapitre 11. King of the South and North. Two kings, Zwei Könige, north and south. der Norden und der Süden. They're ruling. Sie herrschen. What does Rome need to do? Was Ja. muss Rom nun tun? You have to destroy them to rule. Es muss sie zerstören, um zu herrschen. North. Der Norden. What does Rome do with the north? Was macht Rom mit dem Norden? Ben, destroy him, he take his place. Es erobert ihn und nimmt seinen Platz ein. Takes his place. If you take his place, Wenn du seinen Platz einnimmst, what was his place? was war denn da sein Platz What do you mean, zuvor? place. Was meinst du mit Platz? Ben, it was a ruler. The War ein top, Herrscher. He was the ruler. Er war der Herrscher. Rome takes his place. Rom nimmt seinen Platz ein. So Rome is the ruler. Und somit ist jetzt Rom der Herrscher. So you said take his place. Das meintest du mit nimmt seinen It Platz ein. becomes the king of the north. What does he do with the south? Was macht er denn mit dem Süden? The same. Dasselbe. He takes his place. Nimmt er auch seinen Platz ein? So when he takes his place, Wenn er nun seinen Platz einnimmt, you said he became. dann The sagst king of du, the wird north. er. Take his place means king of the north. Also seinen Platz einzunehmen bedeutet, der König des Nordens zu werden. Takes his place Und hier King of the south. means he became the king of the south. bedeutet das, dass er der König des Südens wird. Yes, because you have to rule supremely. Ja, weil er muss ja uneingeschränkt herrschen. So he became the king of the south. Somit wurde er zum König des Südens. So let's back up because you're already smiling. Lass uns das nochmal wiederholen, weil du fängst schon an zu lächeln. Because this is the problem when we can just follow step by step and then trap ourselves. Or we get trapped by people who want to entrap us. Because as soon as you did this, the snare you'd already fallen into the I snare. know, I know it, but if he takes the place of, Dalia? if he conquer, Kannst du mal hier gucken, das ist. We just carry on? We'll wait. Probably wait a minute. Oder kannst du mal vielleicht deinen Rechner holen? Das ging besser mit deinem irgendwie. Is our problem software or internet or? Software. Okay. So we're taking her computer. It was more stable with her computer. Oh, that one's yours. That was mine, yeah, because we have this. We could add the The audio. audio Okay. in, but we have to figure that out further. Sure. Let's just wait a second. Willst du nicht die Kopfhörer nehmen? So, when Sollen wir die aufmachen? you're teaching, you have to be really careful when you're engaging with people because they will trap you really easily if you're not careful. You have to watch where they're taking you, either through their questions, which is what the normal issue is, or the model that they create. So you could already see that was happening here, and by the time I got to here, you knew it was doomed. but the thing is, Rome should reign supremely. too. Sure, So- it does, but we have to be careful with our explanations. Yes, but he destroys the king of the south also, even though it's by subterfuge, he destroys So it. you use Ptolemy and Cleopatra. you use consistent logic, and that's where your downfall was. Because I asked you to define what take his place means.
Yeah, taking And you place said is take his place means king replacing. of the north. Ben yes. So you're forced to do this, I even though know. you know it's wrong. Yeah, I know it's wrong, but I know I read also the verse, and verse 24 tell you have to rule supremely. But I don't know Daniel. I'm bad on Daniel. It's so. not about Daniel knowing the book of Daniel. It's about Methodology. methodology, not getting trapped, learning how to fight. With you, I always lose. Well, at least this is a friendly environment. Was soll ich machen? Was soll ich machen? And if you can keep pace, you can go out Yeah, hopefully and take some scalps. Because you can, in this story, there is no king of the south. That's why you can't. This is why you can't just use logic whenever you're ready. That's why you can't just use logic, because that's what you're doing. Yes, but the context, we have to take care of the context also, Parminder. The context is, he takes the place of the actual king of the north. I don't know if it's Seleucus, and king of the south, Ptolemaic dynasty. So there is no opponent anymore, so he's ruling supremely. You need to explain that again. Yeah. I was. So if there is no adversary, there is no king of the south, because he destroyed it. So you have to be careful about your definitions. This is where you made the mistake. Take his place. So that means he's the king. So if I have to, Sure, but then you said take his place, and then you said king of the north. So I said equals what? You just went along. yeah, And so when you because did that, you were forced to do this. I know, and I smile Yeah. because I know it's wrong. But you weren't smiling when you did it, when you wrote No, this. because it was. I was. I was smiling because I knew where you were going to go now. Because I knew not where you were going. I knew where I was going to take you. Yeah. This is what our opponents do. This is what you're supposed to do. Entrap people. You know that this gets recorded. It's good. We should do. I'm not. It's about technique. It's not what Yeah, you say. no, It's the way you say it. I don't mind it. Yeah, so. So, can you please Yeah. also for them? Are we all up? Are we all up? Ready now? Hopefully. Whenever you're ready. Whenever you tell me. Okay. Yeah. Okay. So So explain. I don't know what's going to happen in between that gap, but we'll start again. Also wir fangen ja nochmal neu an. So we went from one king to 4 generals to 2 generals. Also wir sind von einem König zu 4 Generälen zu 2 Generälen übergegangen. Seleucus, Ptolemy. Seleucus und Ptolemäus. They end up creating 2 dynasties. Sie enden letztendlich Kingdoms. da, dass sie 2 Dynastien oder 2 Königreiche bilden. My basic understanding of a dynasty Mein grundlegendes Verständnis einer Dynastie ist, is a family-based empire. dass es eine von Familienmitglied zu Familienmitglied der Thron übergeben wird. Geographically, they're identified as being north and south. Geografisch werden sie als Norden und Süden identifiziert. Very simply, Einfach gesagt, they're going to take Greece and divide it into 2. nehmen Sie Griechenland und zerteilen es in 2 Teile. You don't see this layer of detail in the other chapters. Diese detaillierte Ebene oder Aussage finden wir nicht in den anderen Kapiteln. Chapter 2, 7 and 8. Kapitel 2, 7 und 8. It only becomes visible in 11. Es wird nur in Kapitel 11 sichtbar. We know Rome will destroy Greece. Wir wissen, dass Rom Griechenland zerstören wird. So Rome has to take the 2 kings. Und somit muss Rom nun diese beiden Könige erobern. Has to take the north and the south. Es muss den Norden und den Süden erobern. So when we just finished a few moments ago, Vor ein paar Minuten wurden wir unterbrochen.
Sister Shemaine says, Rome will take the place of the north Und da hatte Shimen gesagt, dass Rom den Platz einnehmen würde von dem Norden and become the king of the north. und somit zum König des Nordens wird. So I said, Und da habe ich gesagt, if you take someone's place, wenn du den Platz von irgendjemandem einnimmst, that means you become them. dann bedeutet das, dass du zu diesem etwas wirst. She agreed. Dem hat sie übereingestimmt. So take his place equals the king of the north. Also somit war seinen Platz einzunehmen gleich König des Nordens. Then I said, well, what does it do with the south? Und dann habe ich gefragt, na, was macht er mit dem König des Südens? She said it must do the same, take his place. Und da sagte sie, naja, er muss das Gleiche machen, auch seinen Platz einnehmen. Then obviously, if you're going to take his place, that means Rome becomes the king of the south as well. Und dann wäre natürlich logischerweise das so, dass sein Platz einnehmen gleich steht mit dem König des Südens. And that becomes problematic Und das führt uns nun zu einem Problem. because either Denn entweder Rome is going to follow the same history as Greece. folgt nun Rom der gleichen Geschichte wie Griechenland The history is civil war, und ihre Geschichte ist ein Bürgerkrieg. fighting against itself, Man kämpft gegen sich or it follows another path. oder es folgt einem anderen Pfad And we know it follows a different path. und wir wissen, dass es einem anderen Pfad folgt. It doesn't follow the same path as Greece. Es folgt nicht dem gleichen Pfad wie Griechenland. Even if you don't know the history, Selbst wenn man die Geschichte nicht kennt, because the history shows you there's no civil war, die Geschichte zeigt dir, dass es da keinen Bürgerkrieg gibt, you can go to a verse. kann man trotzdem zu einem Vers Which gehen. verse is that, Sister Shemaine? Welcher Vers ist das, Shimen? Who shows what? Der was aufzeigt? It doesn't fight against itself. Dass es nicht gegen sich selbst kämpft. Of 24. Daniel 11, verse 24. Daniel 11, Vers 24. Why does it show that? Warum zeigt es da auf? What did you pick up from the verse that indicates to you Was hast du von diesem Vers, oder was nimmst du aus diesem Vers heraus, das dir sagt, that it's not fighting against itself? dass es nicht gegen sich selbst kämpft? The word in English. Ich muss kurz das Wort im Englischen nachschlagen. Peaceably. Peaceably. He shall enter peaceably. The word peaceably I pick up. Ich habe dieses Wort im Frieden oder mit Frieden aufgeschnappt. So you pick up the word peace. Also du hast das Wort Frieden hier gewählt. I would say Ich würde sagen, that's deceptive warfare. ich würde sagen, das ist täuschende Kriegsführung. So just because it's peace, it doesn't mean it's not war. Nur weil Frieden herrscht, heißt es nicht, dass kein Krieg ist. So I that know, won't but help. there is stratagem. Attends. Yes, The verse shows that there is not a fight. You know, it's like you said, subterfuge. Der Vers sagt, dass es da keinen Krieg gibt. Es ist unterschwellig. That does not prove there's no warfare. That's Das- all I'm saying. Alles, was ich nur sage, ist, das beweist aber nicht, dass es keine Kriegsführung gibt. So find something else in 24 that shows it. Suche also nach etwas anderem, was das aufzeigt in Vers 24. Okay. We'll stop there. Wir stoppen Okay. hier. Just because it says peace, Nur weil hier Frieden steht, that does not mean there's no war. dann bedeutet das nicht, dass kein Krieg existiert. Because when it says peaceably, Nur weil hier steht friedlich, what did he do peaceably? was tut er denn friedlich? Sister Kathy? What did he do peaceably? Was macht er friedlich? He entered. He entered. Wird er eindringen? Sister Shemaine, what does enter mean? Was bedeutet eindringen? Conquer. Conquer. Es bedeutet erobern. Enter means conquer, Also eindringen bedeutet erobern. and that means he conquered without lifting, you could say, without lifting a sword. Und er erobert, ohne nun ein Schwert ohne das Schwert zu schwingen. So it doesn't mean warfare. Also es bedeutet nicht Kriegsführung. In my German Bible it says, in the time of peace, so to speak, then he will enter into.
So my Bible tells me more or less there is peace, and in the middle of this peace period, then he conquers. Looks to me like he has broken a deal or a peace treaty. Okay? So if he breaks the peace treaty, that means he's still going to war. So even if the reading is different, he's still fighting. Yeah. Okay. Not do what his father did before. Also es heißt noch, dass er etwas tun wird, was seine Väter zuvor nicht getan haben. Yes, the verse say in proper English, he shall do which his father have not done. Es heißt, I und don't- tun, was weder So seine that's- Väter noch seine Vorväter getan haben. So I think Ich denke, verse 24, dass Vers 24, the reading that I have for this verse, also meine Lesart für diesen Vers, when you go to the last part of the verse, schaut man sich den letzten Teil an. he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Gegen die Festungen wird er Pläne schmieden und dies wird eine Zeit lang dauern. The way I understand that last part So wie ich diesen letzten Teil verstehe, is this paraphrase. ist folgende Zusammenfassung. So it says, he shall forecast his devices against the strongholds. Er wird gegen die Festung Pläne schmieden. I'm going to say it means this. Ich sage, es bedeutet Folgendes. He shall do his deeds, his activities, Er wird tun, was er tut, from Rome und zwar regiert aus Rom heraus, for 360 years. für 360 Jahre lang. So I'm going to paraphrase that in a different way. Ich möchte das nun anders zusammenfassen. He will rule supremely without opposition Er wird ohne Gegenwehr mächtig herrschen, from the city of Rome for 360 für years. 360 Jahre lang von der Stadt Rom aus. How do you read that Does into? anybody have any questions on that? Hat da irgendjemand Fragen dazu? Brother Jonathan just said, how do I get from that to my paraphrase? Ich habe soeben gefragt, oder Jonathan hat soeben gefragt, wie man von dem Vers zu seinem Zusammenfassung kommt. Time. Es geht um Zeit. Time is 1 year. 1 year is 360 days. 360 days is 360 years. Eine Zeit ist ein Jahr sind 360 Tage, was 360 Jahre sind. The word against Das Wort gegen means on top of. bedeutet obenauf. When you fight with someone, you're fighting against them. Wenn du gegen jemanden kämpfst, The word itself means to be on top of them, to win the fight. dann bedeutet das, dass du Oberhand hast oder obenauf liegst. Du gewinnst gegen jemand. This is the complexity of the Hebrew language. Das ist nun die Komplexität oder die Schwierigkeit mit der hebräischen Sprache. It allows you to have different explanations of a history based upon how you read that word. Es gestattet dir, unterschiedliche Versionen einer Geschichte zu haben, basierend darauf, wie du dieses Wort liest. In the English, Im Englischen, it would appear to be in opposition to the strongholds. im Englischen könnte man reinlesen, dass es in Opposition zu den Festungen steht. I'm suggesting the word against means on top of, Ich sage oder ich glaube, dass dieses Wort obenauf bedeutet or from. oder von. So if this were your castle, Wenn das hier dein Schloss oder deine Burg ist, this is your stronghold, ist das hier deine Festung and you're going to win the fight und du gewinnst den Kampf, on top of the walls. wenn du dich auf den Mauern befindest. So against means on top of Gegen bedeutet obenauf, the wall. auf der Mauer. On top of the wall means from your stronghold. Und auf der Mauer bedeutet, dass du dich in deiner Festung befindest. And the stronghold Und diese Festung is Rome, ist Rom. the city. Es ist die Stadt Rom. How to know that Rome didn't fight? Wie war nochmal die ursprüngliche Frage, dass woher wissen wir, dass Rom nicht kämpft? I'm asking you, how do you get from Greece to Rome? Ich frage dich, wie kommst du von Griechenland nach Rom? And you said it becomes two. Und du sagst, es werden zwei daraus. So you took us to verse 24.
Und dann hast du uns zu Vers 24 gebracht. And I'm saying we're going to go into verse 24 to show that it doesn't take two. Und ich sage, wir gehen nach Vers 24 und zeigen auf, it doesn't. Dass es nicht zwei erobert. This is part of the proof. Das ist Teil der Beweisführung. He's going to rule from Rome for 360 years. Can you repeat that? He's going to rule Ah. from the city of Rome for 360 years. Er wird für 360 Jahre von der Stadt Rom aus regieren. Verse 24. Vers 24. Forecast his devices. This is just completely different in German. He's going to do his business Er wird seine Arbeit vollbringen against the strongholds gegen die Festung from the city of Rome, oder von der Festung Rom aus even for a time, für eine Zeit lang, for 360 years. für 360 Jahre lang. And the time calculation for that Die Zeitberechnung dafür is 31 BC ist 31 vor Christus to 330. bis 330 nach Christus. So this is when he kills the king of the south, An diesem Punkt zerstört er den König des Südens and this is when he leaves Rome, und da verlässt er dann die Stadt Rom. goes from Italy to Turkey. Und er geht von Italien in die Türkei. This is Constantine, Das ist nämlich Konstantin. and this is the story of Cleopatra and the Battle of Actium. Und das ist die Geschichte von Kleopatra und die Schlacht um Actium. So here he's ruling, Und in dieser Zeit nun regiert er no opposition. ohne Gegenwehr. This history here Und diese Geschichte, is like the history of Greece when it was in this phase. das ist genauso wie die Geschichte Griechenlands, als es sich in diesem Stadium befand. A singular kingdom Es ist ein einziges Königreich, that was strong. das stark war. What begins to happen after 330? Was geschieht nun nach 330? Sister Shemaine, what begins to happen? The fight between the other kingdom. Which other kingdom? Welche andere Königreiche haben sie jetzt nun gekämpft? This one. This one? Diese hier? Which other kingdom are you pointing to? Zu welchem Yes, Königreich zeigst yeah, du? yeah. Auf diese hier. This other kingdom. Yes. Dieses andere Königreich. Sister Kathy, Kathy? what's wrong with what she just said? Sorry? What is wrong with what she just said? Was ist nun falsch an dem, was sie gerade gesagt hat? What? Don't look there. What did she just say? Was hat sie denn gerade gesagt? You repeat what she said. Kannst du, Conquers another kingdom. kannst du wiederholen, was sie gesagt hat? Dass es ein anderes Königreich erobert hat? She didn't say that. Nein. She said this Sie sagte, das, other. Other kingdoms. dieses instead. andere Königreich. She said this other kingdom. Sie sagte, dieses andere Königreich. And I pretended I didn't know. Und ich habe jetzt mal glaubhaft gemacht, dass ich es nicht But I knew weiß. she was talking about that. So I said, is this what you're talking about? She said, yes. Und ich habe gesagt, ist das hier, über was du sprichst? Da sagte sie, ja. What's the problem with what she said? Was ist das Problem mit dem, was sie gesagt hat? The key word that was wrong. Es war dieses Schlüsselwort, This. das falsch war. Sorry? This. Other. Dieses, Other. Let her do it. Other. Let her do it. Ah, pardon, but I know my Yeah, but mistakes. I want her to know what your mistake is. Ah, ich möchte, dass sie weiß, was deine Fehler sind. The word other was the mistake. Das Wort, das andere, war der Fehler. So explain what the mistake is. So, erkläre bitte, was der Fehler ist. It's not another kingdom. Es ist kein anderes Königreich. What kingdom is it? Welches Königreich ist es denn? It's the toes. Es sind die 10. What kingdom is it? Rome. It's Rome itself. Es geht hier immer noch um Rom. I understand. Yeah, but I want everyone to understand. Ja, aber ich möchte, dass jeder es versteht. So, we went here, Wir sind hier hingegangen and Sister Shemaine says und Shimen sagte, it's going to be north and south. dass es um Norden und Süden geht. And we know it doesn't become north and south, it just becomes north. Und wir wissen,
dass er nicht zu Norden und Süden wird, sondern lediglich zum Norden. So I took us to the history, Und somit haben wir die Geschichte angeschaut, the verse that you told us to, und zwar den Vers, den du uns gesagt hast, 11:31. No, Dan 24. 44. nämlich Daniel 11, Vers 24. 11:24. I explained what I think the verse is teaching. Ich habe erklärt, wie ich denke, was dieser Vers sagt. So first of all, it depends if you agree with my interpretation. Zunächst mal hängt es natürlich davon ab, ob du mit meiner Interpretation übereinstimmst. The word against, I didn't know it was from the city of God. Also ich wusste nicht, dass against oder gegen auch oben auf bedeuten kann. I'm saying it means from. Ich sage, es bedeutet von. You have to go back in to see how the Hebrew's written. Du musst dir das im Hebräischen genauer anschauen. Part of the problem is Teil des Problems some of these detailed studies ist, dass einige dieser detaillierten Studien are old studies, alte Studien sind. and a lot of that was not recorded in the early days. Und vieles davon wurde in den frühen Tagen nicht aufgenommen. So I can't refer you back to a 9-year-old study where this would have been done in minute detail. Und deswegen kann ich dich leider nicht auf ein detailliertes Studium zurückverweisen, And rightly or wrongly, ob jetzt nun falsch oder richtig. I feel the pressure Ich fühle nun den Druck oder ja, to not spend 2 hours looking at the word against. dass ich verspüre nun nicht die Notwendigkeit, dass wir 2 Stunden damit verwenden müssen, um uns dieses Wort gegen anzuschauen. I could be wrong, Ich könnte nun falsch liegen, but I tend not to do that anymore. aber ich würde da, wenn es geht, nicht weiter drauf eingehen. Yes, Llewellyn. I got a little bit confused about Cleopatra and Constantine. Ich bin etwas in Verwirrung geraten mit Kleopatra und Konstantin. 2 generals, 2 Generäle, north and south. Norden und Süden. Rome Rom. has to destroy both parts of Greece. Rom muss beide Teile von Griechenland zerstören. King of the north, king of the south, König des Südens und König des Nordens verses gegen 5 and 6. Vers 5 und gegen Vers 6. These are descriptions, Das sind Beschreibungen, new symbols for Greece. neue Beschreibungen für Griechenland. Are you okay with that? Stimmst du dem überein? Rome has to destroy both. Rom muss beide zerstören. So we went to verse 24, Und somit sind wir zu Vers 24 gegangen. and in the last part of the verse, Und im letzten Teil des Verses, verse 24 is a long history. sorry, Verse 24 covers a lot of history. Vers 24 behandelt eine lange Zeitspanne. I went to the last part of the verse. Ich bin zum letzten Teil des Verses gegangen. He shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. I just quote the verse. Und er wird sich gegen die Festungen richten für eine Zeit lang. And then I paraphrase what I think that verse means. Und dann habe ich zusammengefasst, wie ich glaube, was dieser Vers sagt. Forecast his devices. Er wirft alles gegen die Festung. Means he does war. Bedeutet, dass er sich im Krieg befindet. He does war from Rome Er führt Krieg von Rom aus for 360 years. für 360 Jahre lang. Time, Die Zeit stronghold, und die Festung the weapons are his devices. und die Waffen sind nun seine Mittel für den Kampf. I've done weapons of war, Ich habe hier Kriegswaffen hingemalt, but I could also do negotiations there. ich könnte aber auch Verhandlungen quasi aufbringen. He prosecutes war in different ways. Er führt seinen Krieg auf verschiedene Arten. So these are just symbols of war. Das sind hier einfach nur die Symbole für den Krieg. It says for 360 years. Und das für 360 Jahre lang. I gave the beginning of the 360, Ich habe den Anfang der 360 markiert. gave the year and the end of the 360. Und hier haben wir das Anfang und das Ende der 360 Jahre. The beginning Der Anfang, is when Greece is finally destroyed. der Anfang ist der Punkt, wo Griechenland schlussendlich zerstört wird. No more Greece. Jetzt gibt es kein Griechenland mehr. Because in 31 BC,
Denn im Jahr 31 vor Christus, at the Battle of Actium, an der Schlacht von Actium, Rome finally defeated what we will call Egypt. hat Rom schlussendlich, was wir heute Ägypten nennen, erobert. Egypt, Ägypten in this history, zu dieser Zeit is the country of Egypt, ist das Land Ägypten, but it's owned and run by one of these generals. aber es wird von einem dieser Generalen besitzt und auch am Laufen gehalten, Ptolemy, nämlich Ptolemäus, his dynasty. seine Dynastie. And if you go from Ptolemy all the way down, Und wenn du Ptolemäus seinen Stammbaum verfolgst, the person who's ruling Egypt, that Grecian person, dann ist diese griechische Person, die Ägypten regiert, we would call her Cleopatra, Kleopatra. the one that's all in the movies, that Also story. diese Kleopatra, die wir aus vielen Filmen kennen. Mark Antony, the love affair, all of that. Marcus Antonius und all diese Liebesgeschichten. That's her. Das ist sie. She gets destroyed, her country does, in 31. Ihr Land wird im Jahr 31 vor Christus zerstört. If we were to go to this one, Gingen wir an diese hier, we can have different dates. da könnten wir verschiedene Daten nun anbringen. You could go to 168, Man könnte 168 anbringen you might go to 64, 65. oder 64 oder 65 vor Christus. These are all BC dates. Ja. This is when you begin to take down the north, Das ist die Zeitspanne, als der Norden erobert wird. depending on what event you want to mark. Es kommt jetzt nun darauf an, welches Ereignis du markieren möchtest. And this would be 31 BC. Das hier wäre 31 vor Christus. So, verse 24 Vers 24 marks when Greece is finally destroyed. markiert, wann Griechenland schlussendlich erobert wird. So you go from Greece to Rome Da geht es von Griechenland nach Rom über, until you get to 330. bis man nun zu dem Jahr 330 kommt. The emperor in Rome Der Regent oder der König in Rom, His name is Constantine. also der Kaiser in Rom ist Konstantin. For strategic reasons, Aus strategischen Gründen he decides to leave Rome entscheidet er sich, Rom zu verlassen and move to Turkey. und umzuziehen in die Türkei. And he wants to go to a specific strategic place in Turkey. Und er möchte an einen strategisch günstigen Ort sich neu ansiedeln in der Türkei. And he wants to do that to protect his empire. Und das möchte er tun, um sein Reich zu beschützen. And the place he wants to go to Und der Ort, an den er gehen will, is where? ist wo? Constantinople. So we would say Constantinople, Wir würden nun Konstantinopel sagen, but that's the name of the city that was given in honor of him. aber das ist der Name der Stadt, der ihm zur Ehre gegeben wurde. There's no Constantinople, there is no city. Es gibt keine Stadt oder Konstantinopel zu dieser Zeit. Where does he want to go in Turkey? Wo will er denn hingehen in die Türkei? Istanbul is a later name. Istanbul ist der heutige Name. Byzanz. So we're all giving the names. I'm not really wanting the Ich name. möchte nicht die Namen haben. What part of Turkey does he choose to go to? Welchen Teil von Ägypten, von der Türkei wählt er nun aus, wo er sich niederlässt? Den Not, Osten? not like that, not East den? Turkey. It's right by the Mediterranean Sea, Es ist nahe am Mittelmeer and the bit that's next to the Mediterranean Sea is the Bosphorus Straits. und es liegt am Bosporus. It connects two seas, Es verbindet zwei Meere miteinander. the Mediterranean and Das Mittelmeer und Black Sea. it's the Black Sea. Das ist das Schwarze Meer. So there are these two seas. The Caspian Sea is in that locality. Das Kaspische Meer ist auch da irgendwo, aber es ist das Schwarze Meer. And the problem is, Das Problem, everyone knows jeder weiß, if you want to go from
the Middle East stroke North Africa wenn du vom Mittleren Osten oder von Nordafrika into Europe, nach Europa gehen willst, this is the way you'd go. dann würdest du dort vorbeikommen. That strait is so narrow, Diese Straße, also am Bosporus, die ist so eng, you can make a bridge that crosses it. dann da kannst du eine Brücke drüber bauen. Unlike Anders the Straits of Gibraltar. ist es in Gibraltar. So we've got 3 seas, Wir haben also 3 Meere: the Black Sea, das Schwarze Meer, the Mediterranean Sea, das Mittelmeer, and Atlantik. it's not a sea, it's an ocean, Atlantic Ocean. Also wir haben das Schwarze Meer, das Mittelmeer und den Atlantik. Mediterranean is an ocean, isn't it? I think. Anyway, so we've got these 3 bodies of water, Also wir haben hier diese 3 Gewässer. and what separates the Atlantic from the Mediterranean? Und was trennt nun den Atlantik vom Mittelmeer? The Gibraltar Straits. Es ist die Straße von Gibraltar. They're not that narrow. You can't put a bridge across that one. Also die sind jetzt nicht so eng beieinander, als dass man eine Brücke drüber bauen könnte. Mediterranean to Black Sea is the Bosphorus Straits. Und vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer, da ist die Verbindung der Bosporus. That one you can manage. Und das kannst du kontrollierbar machen, Very narrow. weil es sehr eng beieinander liegt. So that's the one he chooses. Und das ist nun die Lokalität, die er erwählt. He wants to move there to protect his kingdom. Er hat sie gewählt, um sein Königreich zu schützen. Good choice or bad choice? Gute Wahl oder schlechte Wahl? It seems good, Es scheint gut zu sein, but it ends up being bad. aber am Ende ist es schlecht. So, one kingdom ruling. Ein Königreich herrscht hier. This is like this. Das ist das gleiche wie dieses Stadium hier. Powerful. Es hat Macht. Then from 330 onward, Von 330 weiterführend, Sister Shemaine, what begins to happen? was fängt jetzt an, Shimen? War. What kind of a war? Dismantlement. Was für Art von Krieg? So, insurrection, civil, I don't know. Bürgerkriege fangen an. Which one you want to go with? Was sagst du? Civil. Nun? There's a civil war. Du sagst ein Bürgerkrieg. That means internal. Das heißt, das bedeutet ein interner Krieg. Rome is going to begin to be broken up internally. Rom fängt an, sich von innen heraus zu zerstören. Shemaine? Okay, just I go back to the division just to be sure I get it. Also nochmal zurück, damit ich sicher bin, dass ich das verstanden habe mit diesen Teilungen. So the concept is because Greece is even though it's separated by King of the North and King of the South, but it's still Greece Empire. I didn't understand that. Even though Greece is divided into 2 parts, Okay, obwohl Griechenland in 2 Teile zerteilt wurde, it's still only one kingdom. ist es immer noch ein Königreich. Explanation was totally wrong when I said he will take the place of King of the North and King of the South. War deshalb meine Erklärung falsch mit dem, dass er seinen Platz einnimmt im Norden und im Süden? Yes. Okay, yeah? Yep. Okay, thank you. So here, there's civil war. Hier haben wir den Bürgerkrieg. We'll go for 200 years. Sagen wir jetzt mal 200 Jahre. Which year will you get to? Welches Jahr malen wir dahin? 513. You get to 538. Wir kommen ans Jahr 538. And now, Und jetzt? Rome, pagan Rome, is completely destroyed, broken, Und jetzt ist das heidnische Rom komplett zerstört. and the papacy comes up. Und jetzt kommt das Papsttum auf. So, when Rome takes these 2 parts of Greece, Als Rom diese beiden Teile von Griechenland einnimmt, it's taking Greece. dann erobert es Griechenland. And even though Greece is in 2 parts, Und obwohl Griechenland sich in 2 Teile, we want to trace the symbology, dann möchten wir die Symbolik nachverfolgen, which is the north. welches der Norden ist. And it just, if you say it this way, it kills Egypt, Und wenn du es so sagen möchtest, es tötet Ägypten and it will never take that title. und diesen Titel wird es nie annehmen. I didn't understand that. Sister Shemaine, you explain. And
I try. Okay, so the concept is Greece is one empire, Also das Konzept ist, dass Griechenland ein Königreich ist. and even though before the arrival of Rome on the scene, it was divided on two parts. Und bevor die Römer ankamen, wurde es in zwei Teile unterteilt. North and South. Und zwar in Norden und in Süden. So when Rome conquer the king of the north, Und als Rom nun den König des Nordens erobert, even though we have to understand that he conquer Greece. dann müssen wir verstehen, dass es Griechenland erobert. Yeah, so basically it's that. So, and why is it only taking now the characteristics of King of the North and not King of the South? I don't get that. Yeah, taking the characteristic of king of the north, not king of the south. Why? 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 Also warum nimmt Rom jetzt nur die Charaktereigenschaften vom König des Nordens an und nicht auch vom König des Südens? Because the counterfeit? I don't know. Wegen der Fälschung? Ich weiß es nicht. I think if you go from the literal Also wenn man das buchstäblich betrachtet, to the symbolic zum Symbolischen to the great controversy, bis hin zum großen Kampf, you can see it from that perspective. dann kann man es aus dieser Perspektive betrachten. But when you take it from this sort of literal perspective, it's not so clear. Aber aus dieser buchstäblichen Perspektive betrachtet ist es nicht so deutlich. By the time it's destroying this part, Zu der Zeit, als es den Süden zerstört, it's already got the title of the King of the North. da hat es bereits den Titel des Nordkönigs. It did not become the King of the North in 31. Im Jahr 31 wurde es nicht zum Nordkönig. Rome was already the King of the North before this. Rom war bereits zuvor der König des Nordens. So now when it's already taken half of Greece, if we say it that way, Es hat bereits die Hälfte von Griechenland erobert. it liked that title. Diesen Titel hat es gemocht. When it came to destroy the second half of Greece, Und als es den zweiten Teil von Griechenland erobert hat, it just wiped that name away. dann hat es einfach nur diesen Namen ausgelöscht. If you could conceptualize it this way, which is not historically correct, Wenn man es vielleicht so erfassen könnte, auch wenn es historisch vielleicht nicht ganz korrekt ist, Rome takes Greece, Rom erobert Griechenland, it takes the Seleucid Empire, es erobert das Seleukidische Reich so we'll continue that dynasty. und dann werden wir diese Dynastie weiterführen. And so when it takes Egypt, Und wenn es Ägypten erobert, Ptolemy, Ptolemäus, it just wipes that dynasty away. It's diese Dynastie tut es auslöschen. going to choose one or the other. Du wirst entweder das eine oder das andere auswählen. My thought, or my own answer maybe might be is, Greece conquered Medo-Persia, and what title did Medo-Persia had? King of the North. King of the North. So actually the king of the south of Greece is still the king of the north. Yes. So then it's logical to me, if you conquer Greece, you conquer the king of the north. So Greece, even though we call it king of the south, is never king of the north. Babylon, Medo, Persia, Greece, they're all king of the north. Also Babylon, Medo-Persien, Griechenland, das sind alles Nordkönige. Therefore, Rome would be king of the north. Und deshalb muss auch Rom ein König des Nordens sein. And internally, Greece Und intern in Griechenland has civil war. gibt es einen Bürgerkrieg. So if you want to think about it this way, Wenn man das vielleicht jetzt so betrachten this möchte, is a rebellious part of the kingdom. dann wäre das hier ein rebellischer Teil des Königreichs. So when Rome takes over, Und wenn Rom nun erobert, it will keep the official title. dann wird es den offiziellen Titel beibehalten. That's how you describe it, yeah? That would be my answer to my question. Yes. Will you get that? That's a nice way, a nice alternative way of describing it. Habt ihr das verstanden? This is the true title for the kingdom. Das ist der wahre Titel für die Königreiche. The south title, Der Südtitel, you had the word upstart or rebellion. das wäre eine Rebellion oder eine, ja. So this would be an aberration or a rebellion that's going on in the nation. Das wäre hier quasi eine Rebellion, die in einer Nation stattfinden würde. So when Rome takes it, will take the proper title. Und Rom, wenn es
Griechenland erobert, würde den rechtmäßigen Titel annehmen. So hopefully we're okay with that thought. Ich hoffe, dass wir mit diesem Gedanken leben können. So we've looked at how nations stand up, Wir haben uns angeschaut, wie Nationen aufstehen, and we've looked at a number of verses now, und wir haben uns jetzt auch einige Verse betrachtet. and those verses seem to indicate when someone is about to do a job, do their work. Und diese Verse deuten darauf hin, dass jemand, wenn er aufsteht, seine Arbeit tut. Which is the definition that we gave yesterday. Das ist die Definition, die wir gestern herausgearbeitet haben. So if we go to Acts chapter 7, Gehen wir nun zu Apostelgeschichte Kapitel 7. Don't forget the comment of Roland, if this fits. let me see if I can find that. Yeah, Acts chapter 7. Apostelgeschichte Kapitel 7. So we're going to see that standing up is the same thing, doing your job. Sorry. We're going to see that standing up is doing your job. Also wir werden auch hier sehen, dass Aufstehen für seine Arbeit machen steht. Let me see if I can find a Bible verse before we. Ich hoffe, dass ich einen Bibelvers dafür finden kann. Oh, so in verse 55. Kapitel 7, Vers 55. Give me a second. Yeah. So we're in Acts 7:55. Wir sind in Apostelgeschichte 7, Vers 55. Stephen. Und hier geht es um Stephanus. But Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up into heaven and saw the glory of God. Er aber, also Stephanus, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. And he saw Jesus standing on the right hand of God. Okay, I read that So you as read well. all of that. 56. Vers 56. Then he tells them what he saw. Dann sagt er ihnen, was er gesehen hat. I saw the Son of Man, Jesus, standing on the right hand of God. Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Let me ask you a question. Eine Frage. Do we like changing words? Mögen wir es, dass wir Worte verändern? Sometimes. Manchmal. No. Nein. So, I don't know what it says in the German, so we'll go with the English. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber im Englischen, Where's Jesus standing? wo steht denn da Jesus? Sister Llewellyn? He's standing at the right hand of God. He's standing at the right hand of God. Er steht zur Rechten Gottes. You say we don't like changing words, Du sagtest, wir mögen es nicht, wenn wir Worte verändern, but you changed the word. aber du hast das Wort verändert. Yeah. I'll read what you said. You read the verse. Standing at the right hand of God. That's what she read. That's what she said. Also sie hat gesagt, sie steht zur rechten Hand Gottes. What does it say? Where's the verse? 55. Yeah, can you repeat that please so that we get the difference? Sister Llewellyn, explain. I originally said That's- standing at the right hand of God. Also ursprünglich habe ich gesagt, ich stehe neben oder zur rechten Seite von Gott.
But it says standing on the right hand of God. Aber im Englischen heißt es steht, oh ja, how do you translate that? Du stehst auf der rechten Seite Gottes von mir I aus. don't get it. At. Also es geht hier einmal um at, also neben. Means next to. Das bedeutet neben dir. He's standing next to God. Er steht neben Gott. On. Und dann geht es um on. Mr. Caffey, where's he standing? Wo steht er da? On. Means on At. top of. So you got God's hand, His hand. Also du hast hier Gottes Hand. and Jesus is standing on top of on it, his Und hand. da heißt es einmal, dass er auf Jesu Hand, also auf der Hand Jesu steht. Gottes steht. as opposed to To God, next to. Und das steht im Gegensatz zu, and he's standing next Next to to. God. dass Jesus neben Gott steht. And the real verse Is that the is question? the real version is what? At Sure. or on? Ich habe diese Verse hier nicht verstanden. 55. Vers 55. He said Jesus was standing on the right hand, Da heißt es, okay, this is an English problem. not next to God. He's standing on God, which is crazy. Also das hier ist ein Problem, was wir im Englischen haben. In German, it just in both verses Yeah. it says it's standing next to him. Next to him. So I'm not saying that it doesn't mean next to him, but the word says on. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht bedeutet, dass er neben ihm steht, aber der Vers sagt im Englischen jetzt, dass Jesus auf Gott steht, auf Gottes Hand steht. And I just want to go with the imagery. Und ich möchte jetzt hier einfach nur mal dieses Bild herausziehen. Hopefully we can remember Hoffentlich können wir uns daran erinnern. our study on hand. Hoffentlich können wir uns an unser Studium über die Hand erinnern. In Revelation 13, In Offenbarung 13, which hand is it um welche Hand geht es da? where you're going to get the mark? An die du das Mahlzeichen des Tieres I'm bekommst. guessing it says. It might not say that. Let me double check. Yep, 13:16 says that. Where'd you get the mark? Wo bekommst du das Mahlzeichen hin? Revelation 13:16. Steht in Offenbarung 13, Vers 16. The right hand. Es ist die rechte Hand. Okay, so it's on the right hand. Also die rechte Hand. Go to 5:7. Revelation 5:7. Gehen wir zur Offenbarung 5, Vers 7. Without even looking, Sister Kathy, where's the book? Kathy, ohne nachzuschauen, in welcher Hand befindet sich das Buch? Have a look. Okay, thank you. I will say on the right hand. 5, 7. Where's the Oh, book? yeah, right on his right In hand. the right hand. Es ist in der rechten Hand. So we did a study on hand. Wir haben ja ein Studium über die Hand gemacht. From which chapter? Welches Kapitel war unsere Grundlage? Which book? Welches Buch? Daniel chapter 2. Es war Daniel Kapitel 2. It says without hand. Dort heißt es ohne Hand. And we said it is Und wir haben gesagt, with hand. dass es mit Hand ist. So when we start talking about hands, Wenn wir nun über die Hände sprechen, you either got the left or the right. da hast du entweder die linke oder die rechte Hand. I know some of us are left-handed, Ich weiß, dass manche von uns Linkshänder sind, like Brother Roland, wie zum Beispiel Roland. left-handed. But most people are right-handed, Die meisten jedoch sind Rechtshänder. and hopefully without being prejudiced, Ohne jetzt hier Vorurteile zu haben, the Bible uses that da nutzt Gott dieses Beispiel, right hand nämlich diese rechte Hand. instead of the left. Huh? Instead of the left. Also er nutzt das Beispiel mit der rechten Hand und nicht mit der linken. Because when you do things, Denn wenn du Dinge tust, your right hand is the dominant hand da ist die rechte Hand deine dominante Hand. for most people. Für die meisten We're going to zumindest. go from dominant to strong. Von dominant wechseln wir jetzt zu stark. The right hand is the strong hand. Die rechte Hand ist die starke Hand. We okay with that? Ist das in Ordnung für euch? So when you start doing things with your hands, Wenn du nun anfängst, Dinge mit deiner Hand zu tun, you're going to start using your right hand if it's going to be a symbol of power. repeat that please.
when you start thinking about doing something, Also wenn du nun anfängst, über etwas, drüber nachdenkst, etwas zu tun, control, power, also die Kontrolle zu haben oder Macht zu you haben, use your right hand to do that, not your left, dann nutzt du deine rechte Hand und nicht deine linke, because it's the dominant, strong one. weil das deine starke, deine dominante Hand So when you ist. see people doing things with their right hand, Wenn du jetzt also Menschen siehst, die etwas mit ihrer rechten Hand tun, it's a symbol of strength or power. dann ist das ein Symbol der Stärke oder der Macht. That's the right bit. Das ist hier, was mit der rechts gemeint ist. Now, the word or the symbol of hand Das Wort oder das Symbol der Hand is not just this. ist nicht einfach nur deine buchstäbliche Hand. So if you did a study on hand, Würde man ein Studium über Hand machen, it's not just the anatomical part. dann geht es hier nicht nur über die Anatomie. Are we okay with that? Versteht ihr das? It's a certain activity of the hand or certain shape. Es ist eine besondere Tätigkeit der Hand. So if I did that Wenn ich nun hier eine Faust mache, as opposed to that, im Gegensatz zu einer geöffneten Hand, different. dann ist das ein Unterschied. We'd say this was clenching, Wir sagen eine Faust machen, beugen, and this would just be a palm. und das wäre hier die offene Hand. Now, this doesn't have much power, So hast du in der offenen Hand hast du nicht viel Kraft the palm of a hand. bei der offenen Hand. Can't do anything with it Da kannst du nicht viel mitmachen. much. So your hand becomes powerful when you do this. Deine Hand wird nun kräftig, wenn du eine Faust machst. And I'm not referring to slapping or punching. Und mir geht es nicht darum jetzt, oder ich beziehe mich jetzt nicht auf eine Verpassen oder einen Schlag versetzen. That's not why the hand is powerful. Deswegen ist die Hand jetzt nicht kräftig. The hand is powerful because if I had it like this, Die Hand ist Sorry. kräftig, denn wenn ich hier so die offene Hand habe, the pen will just fall. dann wird der Stift einfach nur nach unten fallen. So to make the hand powerful, Damit nun die Hand mächtig ist oder ja, you have to do this, dann musst du hier greifen. to clench something. Du musst etwas greifen. So when the Bible talks about hand, Wenn die Bibel nun über eine Hand spricht, it's not this, dann bedeutet hier es nicht diese offene Hand, it's this. sondern es bedeutet hier nach etwas greifen. It's the hand in a certain form. Es ist die Hand mit einer speziellen Form oder Tätigkeit. So when Adam and Eve Als Adam und Eva took the fruit diese Frucht nahmen with their hand, mit ihrer Hand, it's not just their hand like this, it's the hand that grips, dann ist es nicht nur die offene Hand, sondern eine Hand, die nach etwas greift. which means the symbol of this Und das Symbol davon is bedeutet, that in their mind, dass in ihren Köpfen they use the strength of their being sie die Stärke ihres Wesens nutzen, to take the fruit, um die Frucht zu greifen. which is what makes it so bad. Und das ist der Grund, warum das so böse ist oder It's not like schlecht. they sort of touched it with their finger. Sorry? It's not like they touched it with their finger. Es ging nicht darum, dass sie die Frucht mit ihrem Finger berührt haben, They grip it, sondern sie haben danach gegriffen. which means they using all their strength of being to hold on to that thing. Und das bedeutet, dass sie die ganze Kraft ihres Körpers benutzt haben, um danach zu greifen. Intentional. Es war absichtlich. So, Acts 7:55. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Where is Jesus? Wo ist Jesus? Right. He's on the right, Er ist auf der Rechten. dominant, powerful. Das ist dominant, das ist machtvoll. Hand Die Hand is what? bedeutet was? This or this. Die offene Hand oder die geschlossene Hand? So, this is not a picture Das ist jetzt hier kein Bild of the Father vom Vater, with his hand here der hier seine Hand hat and Jesus standing on it, und Jesus steht da drauf. like he's just standing on my hand. Genau, so wie wenn er hier auf meiner Hand stehen würde. What is Jesus doing? Was macht Jesus? This is God's hand. Das ist Gottes Hand This is Jesus. und das ist Jesus. He's grabbing hold of Jesus. Also er greift nach Jesus And what's he going to do with him? und was macht er nun mit ihm? Use it. Er nutzt ihn nun. Jesus becomes an instrument
in the hand of God. Jesus wird nun zu einem Instrument oder Werkzeug in der Hand Gottes. Great controversy 343. Großer Kampf, Seite 343. There's God. Wir haben ja Gott In his hand is In- what? und in seiner Hand ist was? Us Sind wir? through the Holy Spirit. Sind wir durch den Heiligen Geist. Because the Holy Spirit was the hand and we're the instrument in the Holy Spirit's hand. Denn der Heilige Geist war die Hand und wir sind das Instrument oder das Werkzeug in der Hand des Heiligen Okay, Geistes. so I'm suggesting Ich schlage hier vor oder sage, in Acts 7:55, dass in Apostelgeschichte 7, Vers 55, when Jesus was on the right hand of the Father, wenn wir da lesen, dass Christus auf der on the right hand of the Father, wenn Christus hier nun auf der rechten Hand des Vaters it's ist, not that Jesus is standing casually next to him. dann bedeutet es nicht nur, dass Jesus einfach nur neben ihm steht, Now he's got into the grip of the Father and he's going to be used for something. sondern der Vater hat jetzt auch die Kontrolle über ihn und er nutzt ihn für etwas. So without proof text in this, Ohne das nun tiefer zu belegen, when you start getting into the hand of God, wenn du dich in der Hand Gottes befindest, you become an instrument. dann wirst du zu einem Werkzeug It's one of two things. und da gibt es zwei Möglichkeiten. You're either going to do something good Du or machst, bad. du machst entweder was Gutes oder was Schlechtes. This becomes a positive instrument or a negative one. Du wirst entweder ein gutes Instrument oder Werkzeug oder ein schlechtes Werkzeug. What instrument do we normally put into the hand of God? Welches Werkzeug legen wir normalerweise in die Hand Gottes? A sickle. Eine Sichel. And there's a good one Es gibt nun eine gute Sichel and a bad one. und auch eine schlechte. One's going to cut you down into death and one will cut you down and give you eternal life. Eine wird dich abschneiden für den ewigen Tod und die andere wird dich schneiden für das ewige Leben. Acts 7:55. Apostelgeschichte 7, Vers 55. When Christ is standing up, Als Christus aufstand, he's now going to become an instrument to do what? wird er nun ein Werkzeug, um was zu vollbringen. To become a blessing Er wird entweder ein Segen or a curse. oder ein Fluch. So you say judgment. Du sagst hier also Gericht. So that's how we normally describe that verse. So würden wir diesen Vers normalerweise beschreiben. Jesus is going to stand up and start to do his Jesus steht auf und fängt an, was zu tun? his job. Er fängt an, seine Aufgabe zu What's vollbringen. his job? Und was ist nun seine Aufgabe? Judgment. Es ist das Gericht. Good and bad. Gut und schlecht. The Jews, they're in a bad place. Die Juden, die befinden sich an einem schlechten Ort. The Gentiles, Die Heiden, in a good place. die befinden sich in einem He guten Ort. brings judgment. Er bringt das Gericht. So, should we stop now? Because I know, Huh? I don't know if we're going to stop. I don't know how long we've been going for I don't know if you want to have a second presentation today, this evening. this evening. Lunch is at 2, right? Yeah. I mean, I Well- think we don't have any borders today. But We'll do 10 minutes. We'll summarize where we've got to so far, but we can't finish this. We haven't finished the study yet. also wir haben das Studium noch nicht beendet, aber wir werden noch hier 10 Minuten eine Zusammenfassung machen. So we've seen how we can trace the word stand in different ways. Wir haben also gesehen, wie wir nun das Wort stehen in verschiedenen Begebenheiten finden können. Its primary definition means to do your job. Die erste Definition ist, deine Aufgabe zu tun. We spoke about casting lots. Wir haben darüber gesprochen, Lose zu werfen. And in that case, Und in diesem Fall we can get this idea können wir diese Idee bekommen, that a person is selected dass eine Person ausgewählt wird, to do the job. um eben eine Aufgabe zu vollbringen. Cast lots, stand up. Lose werfen und dann aufzustehen. We can also see Wir können auch erkennen, when Jesus is standing dass wenn Jesus steht, on the right hand of God, wenn Jesus auf der rechten Hand Gottes steht, if we were to paraphrase that, dann würden wir das zusammenfassen. they're standing next to each other. Sie stehen nebeneinander. But if you take it as it's written, Aber wenn du es nun mal so nimmst, wie es buchstäblich steht im Gives a- Englischen, totally different idea. dann ist das eine komplett ein anderes Bild.
Now, Jesus is a tool in the Father's hand. Da wird nämlich Jesus nun zu einem Werkzeug in der Hand des Vaters. And he's going to start to do a work now. Und jetzt fängt er an, eine Arbeit zu tun. It's 34 AD. Und das ist im Jahr 34 nach Christus. And the work he's going to do Und die Arbeit, die er nun vollbringt, is to bring an end to sin. ist, dass er der Sünde ein Ende bereitet. Daniel 9, In Daniel 9, verse 24 and 25. Vers 24 und 25. It describes sin in 3 ways. Dort beschreibt es die Sünde in 3 verschiedenen Arten. Does anybody know the 3 ways? Kennt jemand diese 3 Arten? Iniquity, Ähm, transgression, Missetat, Missetat, have a look if you're not sure. 9, 24, 25. 9, 24 und 25. We had transgression, iniquity, and the last one is going to be obvious. Übertretung, Missetat und Good. und das Ende der Sünden. Sin, transgression, iniquity. Übertretung, Sünde und Missetat. It will finish then, Das wird zu dem gewissen Zeitpunkt enden. because when he stands up Denn wenn er aufsteht, to judge, um nämlich zu richten, this is the end. dann ist das Ende. The end of sin. No more sin. Das ist das Ende der Sünde. Es gibt keine Sünde mehr. Daniel 9, Daniel 9, verse 24. Vers 24. 24, yeah? We'll read the verse. Wir lesen den Vers. "70 weeks are determined upon thy people and upon the city, 70 Wochen sind bestimmt, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, to finish transgression, um der Übertretung make an end of sin, ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, and to make reconciliation because of iniquity, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. and to bring in everlasting righteousness, Read that, yeah. and to seal up or to fulfill the vision." Um die Vision oder das Gesicht zu versiegeln oder ja, zu So versiegeln. the sin problem is supposed to come to an end. Das Problem der Sünde muss zu einem Ende kommen. Did it? War dem so? Sister Catherine, did the sin problem come to an end for the Jews? Wurde das Sündenproblem für die Juden beendet? Yes, Ja, because he said, weil er sagte, I'm not looking anymore. ich schaue euch nicht mehr an. So if he doesn't look at the sin problem, there's no more sin. Wenn er das Sündenproblem nicht mehr anschaut, gibt es auch keine Sünde mehr. It doesn't mean they behaved properly. Das bedeutet es aber nicht, dass sie sich auf einmal richtig benahmen. A verse Ein Vers, such as this wie zum Beispiel dieser hier, can be fulfilled in one of 2 ways. kann auf die eine oder andere Art sich erfüllen. They could have stopped doing sin, Sie hätten entweder aufhören können, Sünde zu tun, or he Or- says, oder I'm just leaving you now. er sagt, ich belasse es jetzt hier mit euch. Both ways, the sin problem ends. Auf beiden Arten endet das Problem der Sünde. So, standing up Aufstehen in Acts 7:55 in Apostelgeschichte 7, Vers 55 is Jesus ist Jesus, now doing his work. da stellt Jesus dar, der nun seine Aufgabe vollbringt. 34 is not the time of the end. Und 34 ist jetzt nicht die Zeit des Endes. Much later. Das ist viel später. The work that he's doing now is a new work. Die Arbeit, die er nun tut, ist eine neue Arbeit. Sorry? 34. Ich habe 34 gesagt. We're in the year AD 34. Wir sind im Jahr 34 nach Christus. It's my fault. In the year AD 34, and Jesus is going to begin to do his work, Und Jesus fängt da an, seine Aufgabe zu beginnen. a new work. Eine neue Aufgabe. So now we can see Jetzt können wir nun erkennen, when someone stands up to do their job, wenn jemand aufsteht, seine Arbeit zu tun, there are different jobs to do. da gibt es verschiedene Aufgaben zu erledigen. So Daniel begins to do his work at the time of the end, Daniel fängt nun an mit seiner Arbeit zur Zeit des Endes. but there's other jobs to do. Aber es gibt noch weitere Arbeiten zu And I vollbringen. just want to read a Spirit of Prophecy quote.
as we close. Und zum Abschluss möchte ich jetzt nun ein Zitat aus dem Geist der Weissagung lesen. This is the one that Sister Sue Ellen gave to us. Das ist das Zitat, das Sue Ellen uns nannte. Early Writings, page 277, paragraph 1. Frühe Schriften, Seite 277, Absatz 1 im Englischen. She said, Sie sagte, you go to the history of the priests, du gehst zu der Geschichte der Priester and then it will allow the 144,000 to stand. und diese Geschichte gestattet es den 144.000 zu bestehen. When could they stand, you were saying? Wann würden sie denn stehen? Wie At the end. am Ende? Did you give a waymark or a time period? Hast du eine Wegmarke genannt oder eine Zeitperiode? At the close of probation. Also ich habe nach dem Ende der Gnadenzeit gedacht. I think you said that off camera yesterday. Ich glaube, das hast du gesagt, als die Kamera aus war. So the history of the priests Die Geschichte der Priester, prepares you to stand up at close of probation. die Geschichte der Priester befähigt dich, am Ende der Gnadenzeit aufzustehen. We're in Early Writings 277, paragraph 1. Wir sind auf in Frühe Schriften, Seite 277, Absatz 1 im Englischen. It begins with I saw angels. Und es fängt dort an, ich sah Engel. Tell me when you all are there. Are you there? I'm there, yeah, but I have a question. Okay. But later. Everybody there? Ist jeder da? Are you there, Sister Ellen? I saw angels. Ich sah Engel. So I don't want to read that bit. I want to go quite far down into the passage. Ich möchte gleich in den Absatz einsteigen. This is the third from the bottom Das ist der sentence. drittletzte Satz der drittletzte Satz, ja. The work of this angel. Das Werk dieses Engels. If you look for the number 1844, it's after that. Okay. There? The work of this angel comes in at the right time to join in the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werke der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, die gerade zu einem lauten Ruf anschwillt. And the people of God are thus prepared Das Volk Gottes wird dadurch vorbereitet, to stand in the hour of temptation which they will soon meet in the future. in der Stunde der Versuchung, die bald über dasselbe kommen soll, zu bestehen. In the future, I added. Ich habe noch hinzugefügt, in der Zukunft. So, wherever this point of history is, Wann auch immer nun das stattfindet in der Geschichte, it's the loud cry. es ist der laute Ruf, The experience that they have in the loud cry die Erfahrung, die sie während des lauten Rufes haben, will prepare them wird sie vorbereiten, to stand in the hour of temptation. um in der Zeit der Versuchung zu bestehen. The hour of temptation. Die Stunde der Versuchung. The hour Die Stunde begins when, Brother Jim? fängt wann an, Jim? What waymark is that? Welche Wegmarke ist das? Sister Catherine? Das Ende der Gnadenzeit. Und Catherine? Second coming. Good. Es ist das zweite Kommen. The hour that Ellen White's speaking about begins at the close of probation and ends at the second advent. Die Stunde, über die Ellen White spricht, fängt am Ende der Gnadenzeit an und hört auf bei der Wiederkunft. So these people, when did they stand? Diese Leute, wann stehen die denn dann? Good. Am am Ende der Gnadenzeit, sorry. It says they will stand Sie stehen in the hour of temptation, in der Stunde der Versuchung, which begins at the close of probation, die am Ende der Gnadenzeit beginnt. and they're soon about to enter into that. Und sie wird bald enden. So the experience of the priest before Die Erfahrung der Priester zuvor will allow a person to be prepared wird einer Person es gestatten, to stand in this hour. vorbereitet zu sein für die in dieser Stunde zu bestehen. Question?
forgot it. Okay. Time? It's okay? I forgot my question. I've got 2 questions. Ich habe 2 Fragen. I don't understand when she said, even though you explain it Who's with she? Swellen, Okay. Ich habe nicht verstanden, als Sue Ellen erklärte, you said that the story of the priest prepare us to stand at the FTG, and you work it, and we link it with this quotation. you need to summarize that again. She said, the story of the priest prepare us to stand at the FTG. Sie sagte, die Geschichte der Priester bereitet uns vor, um am Ende der Gnadenzeit zu bestehen. And to confirm this, Und um das zu bestätigen, we just read early writing 277. haben wir soeben frühe Schriften 277 gelesen. So, I don't. I have difficulty to see that the hour of temptation is COP. Und ich habe jetzt nun Schwierigkeiten zu erkennen, warum die Stunde der Versuchung am Ende der Gnadenzeit ist. Oh, so you want us to prove the hour of temptation is? COP. I've got difficulty to prove that. Also ich habe Schwierigkeiten, das zu you beweisen. know, when I read this, I don't see that. Und wenn ich das hier so lese, dann sehe ich das nicht. Okay. And so how Is this your second question? yes, so how the story of the priest prepare us to stand at the FTG. Und wie tut uns nun die Erfahrung der Priester vorbereiten, um am Ende der Gnadenzeit zu bestehen? Das ist meine zweite Frage. Maybe I mix everything, yeah? Vielleicht vermische ich auch alles. Because when you say that, I think about the previous classes. Denn wenn ich das sage, dann denke ich auch an die vorangegangenen That's Unterrichtsstunden. Okay. So maybe it's another layer, but this is what I have on my mind. Vielleicht ist das noch eine andere Stufe, aber das habe ich in meinem Kopf. So we're not going to answer the questions. Yeah, Also wir werden jetzt die Fragen nicht beantworten. It's late. Yeah, because we're running out of time. So let's close with prayer. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness. wir danken dir für deine Güte. We ask that you would guide and direct us. Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest. Father, we know that there are ideas and concepts that this late in our history we cannot explain in detail. Vater im Himmel, wir wissen, dass es Ideen und Vorstellungen gibt, die wir zu so vorangeschrittener Zeit in unserer Geschichte nicht wirklich erklären können. I pray that you would be with the teachers and the students of this movement, Aber ich bitte dich, dass du mit den Lehrern und mit den Schülern in dieser Bewegung, dass du mit ihnen bist and you would give us all wisdom and grace und dass du uns allen Weisheit und Gnade geben möchtest, so that we can strike the right balance damit wir das richtige Gleichgewicht finden können. between teaching the present truth Das Gleichgewicht zwischen gegenwärtige Wahrheit zu lehren and explain some of the old concepts that we und need to understand. gleichzeitig alte Prinzipien und Konzepte nochmal neu zu erklären. We thank you for your work Wir danken dir für deine Arbeit and pray in Jesus' name. und beten im Namen Jesu. Amen. Amen.